Zuschauer, heute geht es um das Thema, wie bezahle ich meine Steuern und meine Versicherung fürs Auto. So, das ist die Steuerplakette und auch die Versicherungsplakette hier auf unseren Fahrzeugen. Wir haben hier das buddhistische Jahr und da steht am 17. Januar, kann ja jeder lesen, läuft die aus. Und wenn man die nicht verlängert, habe ich schon mal 2000 Baht eine Polizeikontrolle bezahlt. Und dafür fahren wir jetzt zu einer Vertragswerkstatt. We need a check for this placket. Check and insurance. Yes. Okay. So, sie braucht das Buch. Das ist hier bei den Fahrzeugen, bei den Autos, ist das blaue Buch. Das sieht also so aus. Das ist das blaue Buch. Das braucht sie jetzt. Das ist der Kraftfahrzeug, Brief und Schein, alles zusammen. Das ist so in etwa der TÜV. Sind wir mal gespannt, was da alles geprüft wird. Die sind also ganz freundlich hier. So, ich gehe jetzt mal mit euch raus. Da gucken wir mal, was die hier alles so testen. Also bitte nicht mit dem deutschen TÜV vergleichen. Das wäre auch nicht gut, weil meine Karre schon 20 Jahre alt ist. Bremsen und alles, das funktioniert soweit. Aber bei einem 20 Jahre alten Auto, die Deutschen finden bestimmt was. So, das sieht ja schon mal nicht schlecht aus hier. Die haben also auch einen Laufstand und der gucken auch drunter. Ich weiß jetzt nicht, auf was er wartet. Aha, da werden die Bremsen getestet. So, liebe Leute, hier seht ihr den TÜV in Thailand. Aber wenn ich manche Fahrzeuge hier auf der Straße sehe, ich glaube, die waren noch nie hier gewesen und die haben auch keine Versicherung. Dann hat man auch keine Probleme, dass die Fahrzeuge durchfallen. Das war's. Tja, ich weiß jetzt nicht, ob er fertig ist. Werden wir jetzt mal reingehen und nachfragen. Is he finished? Ready? What? I have a problem? No. Yes. My car is okay? My car okay. They don't check brake. อันนี้ไปยื่นช่อง3ของขนส่งนะคะโอเคค่ะโทร1596 Okay. 1596นะคะโอเคบ๊ายบาย Bye. ขอบคุณค่ะ Yes. So, liebe Zuschauer, das Ganze hat jetzt 850 Baht gekostet. Der hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass die Bremse wohl nicht mehr 100% in Ordnung ist, aber das war's eigentlich hier. Und ich habe mal nachgefragt, die Versicherung in den 840 Baht beinhaltet eine Schadensregulierung von 300.000 Baht für das andere Fahrzeug. Wenn ich das also anditsche, dann wird das für den Betrag, Maximalbetrag, 300.000 Baht. Das ist also die Reparaturkosten. Das ist also, was hier eigentlich jeder normale Thai machen kann. Da ich meinen Wagen ja nur zu 20% etwa nutze, möchte ich also nicht mehr bezahlen. Andere, die bezahlen also 10.000 und 15.000 Baht Versicherung. Da ist dann aber auch der Reparaturwert höher und auch Insassenversicherung. Aber wer es möchte, kann es tun, ich mache es nicht. So, jetzt fahren wir zum Transportdepartement. Da bezahle ich dann also nochmal meine Steuern. Da könnt ihr mitgehen. Okay? Hallo liebe Zuschauer. Gestern sind wir leider zu spät hier gewesen. Die machen schon um 3:30. Oder 3:30. They close. Also 3:30 machen die schon zu. Jetzt sind wir heute nochmal hier.
Das hier sind nicht meine Hosenträger. Das ist die Halterung für meine Kamera. Die geht jetzt nämlich mit. Und da verfolgen wir mal die Tippi, die macht das Ganze mit den Papieren. Also hier auf dem Transportdepartement, also das Straßenverkehrsamt, da werden dann die Steuern bezahlt fürs Auto. So, verfolgt uns mal. Here's a comforter. I have to pay the tax for my car. Okay. What she asked? You give me the money? Yes. Cup and cup? 893. So, und den Zettel habe ich ja gerade bekommen und der wird dann ins Fenster reingeklebt. Da ist auch schon die Klebefolie, alles dabei. Das war's denn, um ein Auto hier ein Jahr wieder zu fahren. So, tschüss, liebe Leute.